Hallo und herzlich willkommen zur 86. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Alina hatte die Idee zur heutigen Folge. Vielen Dank, Alina. Wie geht man eigentlich mit einer Katze Gassi? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie bringe ich meiner Samtpfote das bei? Und weil wir zum Glück die Expertin auf dem Gebiet des Gassi-Gehens mit der Katze kennen, gibt es heute eine Co-Produktion mit Rita vom Kanal Travelers Garden. Schaut hier unbedingt mal vorbei, es lohnt sich. Wenn ihr auch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns. Wollt ihr eure Fellnasen in einer Folge sehen? Dann mailt uns die Clips mit eurem Namen und dem oder den Namen eurer Fellnasen. Zum Schluss gibt es wie immer unser Rätsel für euch. Und wenn ihr künftig keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch kostenlos Majas Kanal. Ihr seid vielleicht gerade umgezogen und der neue Wohnort bietet keine gefahrlose Möglichkeit des Freigangs für den Fellball mehr. Oder aber eine stark befahrene Straße liegt direkt neben eurem Grundstück. Nachbarshunde mögen gern Katzen, allerdings zum Frühstück. Das sind nur einige mögliche Gründe, warum ein ehemaliger Freigänger nun nicht mehr so einfach unbeaufsichtigt draußen herumstreunen darf. Doch wie kann man seinem Stubentiger, der unbedingt wieder frische Luft schnappen möchte, nun wieder ein Stück der ehemaligen Freiheit wiedergeben? Mit dem gemeinsamen Gassi gehen. Eins vorweg: Gassi gehen ist immer abhängig von der Katze selbst. Nicht jede Katze kommt dafür in Betracht oder empfindet dies als etwas Positives. Eine völlig schüchterne Wohnungskatze kann mit der Reizüberflutung möglicherweise überfordert sein und der Gassigang wird zum stressigen Akt für Halter und Tier. Aber auch bereits an Freigang gewohnte Tigertatzen könnten dem Gassi-willigen Herrchen einen Strich durch die Rechnung machen. Einer Wohnungskatze ist das Gassi-Gehen leichter anzugewöhnen als einem ehemaligen Freigänger. Gassi-Gehen entspricht nicht dem natürlichen Bewegungsmuster der Katze. Also welche Voraussetzungen sollte denn der Salonlöwe mitbringen für einen erfolgreichen gemeinsamen Spaziergang? Es ist von Vorteil, wenn eure Schnuffelschnute selbstbewusst und zugänglich ist, sich vom Halter bedenkenlos hochheben lässt und in eine Transportbox oder Katzenrucksack geht sie sofort und freiwillig. Je aufgeschlossener gegenüber fremden Menschen, Gegenständen, Geräuschen und Gerüchen, desto besser. Dann sind gute Voraussetzungen für die Gewöhnung an das Geschirr und die Leine gegeben. Aber auch ein schüchterner Vertreter der Feliden kann das lernen. Was braucht ihr als Ausrüstung? Auf jeden Fall solltet ihr anstelle eines Halsbandes unbedingt ein Geschirr nutzen. Falls Felis Catus sich erschreckt, könnte ansonsten die Gefahr einer Strangulation bestehen. Das Geschirr sollte nicht zu fest und nicht zu locker sitzen. Es muss stets fest an Bauch und Brust sitzen und zur Größe eurer Katze passen. Es darf nicht scharfkantig sein und nicht rascheln oder glitzern. Es besteht Verletzungs- bzw. Irritationsgefahr. Ansonsten bietet es nicht den notwendigen Halt, falls es einmal ernst werden sollte. Je weniger das Geschirr die Fellnase einengt, desto besser und umso entspannter und freier fühlt sich Katzi. Kauft möglichst eine Flexileine mit mindestens 4 Metern Länge, gern auch mehr dazu. Die ist praktischer als die 1,20 Meter kurzen Leinen, die bei den Geschirren oft dabei sind. Die Geschirre und Leinen gibt's im Zoofachhandel oder online. Als nächstes übt ihr am besten zu Hause regelmäßig zu bestimmten Zeiten das Anlegen des Geschirrs. Je behutsamer ihr dabei vorgeht, desto besser. Insgesamt sollte jedoch das Anlegetraining nicht länger als eine Woche in Anspruch nehmen, da sonst die Fellrakete davon mehr gestresst wird. Konkrete Anleitungen zum Geschirrtraining findet ihr hier bei Travelers Garden. Endlich geschafft, das Geschirr sitzt und wir können gemeinsam spazieren gehen. Ja, aber bitte erstmal nur innerhalb der eigenen 4 Wände. Wenn diese Lektion entspannt funktioniert, dann geht's ab in die freie Natur. Aber bitte nicht zu frei, schaut, dass Büsche und Bäume in der Nähe sind, die Katzi Deckung geben. Ein Waldweg oder der Waldrand sind ideal. Je weiter weg von der Zivilisation, von Menschen, Hunden und den Alltagsgeräuschen und Gerüchen, desto besser. Versucht bitte nicht zuerst im Hinterhof zu üben. Das kann eine untrainierte Wohnungskatze zum Ausrasten bewegen. Und schwupps hat sich auch der trägste Schmusekater aus dem Geschirr gewunden und die flauschige Katastrophe nimmt ihren Lauf. Der hochumzäunte eigene Garten kann, sofern die Einsicht in ihn versperrt ist, gern als Übungsareal herhalten. Wenn Katzi allerdings Anzeichen von Panik zeigt, dann lieber ab in die Natur. In der Natur habt ihr auch weniger mit Flöhen oder Giardien zu tun. Außer mit Zecken, aber die könnt ihr problemlos absammeln. Denkt bitte an das vorherige Impfen und Schippen eures Lieblings.
Der Weg ist bekanntlich das Ziel. Steuert bitte Plätze an, an denen nicht mit Hunden, aggressiven Artgenossen oder lautem Kindergeschrei zu rechnen ist. Je entspannter euer vierbeiniger Freund ist, desto schöner sind diese gemeinsamen Ausflüge. Denkt bitte immer daran, eure Samtpfote ist kein Hund. Sie wird nicht unbedingt bei Fuß laufen, außer ihr habt es trainiert, sondern will die Umgebung erkunden, auf erhöhten Plätzen sitzen und die Umgebung beobachten. Das solltet ihr zulassen und unterstützen. Verstecke, die Katze auch noch so gern erkunden möchte, spart ihr besser aus. Ansonsten habt ihr möglicherweise Probleme, den Fellball wieder nach Hause zu bekommen. Zwar wird im Internet empfohlen, die Samtpfote führen zu lassen, aber die jahrelange Erfahrung von Rita hat gezeigt, dass es praktikabler und sicherer ist, wenn der Zweibeiner vorausgeht. Nehmt zur Sicherheit einen Katzenkorb oder Box bzw. den noch praktischeren Katzenrucksack mit, in den sich euer Kuschelmonster bei Gefahr flüchten kann oder ihr sie hineinsetzen könnt. Das setzt natürlich auch voraus, dass ihr vorher mit der Box, Korb oder Rucksack geübt habt und Katzi das als sicheren Zufluchtsort auch akzeptiert. Auf keinen Fall solltet ihr bei Gefahr die Leine loslassen. Bei der folgenden Flucht droht erhebliche Verletzungsgefahr. Auf den Arm nehmen bei Gefahr müsst ihr vorher unbedingt trainieren und sicher anwenden können. Ansonsten droht auch hier Verletzungsgefahr. Der Leinengang mit mehr als einer Katze wird nicht empfohlen. Es sei denn, man ist bereit, viel Zeit und Mühe ins gleichzeitige Training zu investieren. Beim Gassigehen in der Gruppe wird zu 8 Meter langen Flexileinen geraten. Ein ganz wichtiger Sicherheitshinweis, den ihr unbedingt beachten solltet, wenn ihr so sicher seid, dass ihr in der Nähe von Stadt oder Dorf Gassi geht, nehmt euch bitte unbedingt vor Hundeködern in Acht. Diese können mit Gift oder Nadeln gespickt sein. Haltet dazu bitte immer Abstand. Unbedingt nachschauen solltet ihr, sobald die Schnuffelschnute an einer Stelle länger verweilt und schnüffelt. Falls es sich tatsächlich um einen Hundeköder handelt, so tragt doch euren Fund zum Wohle der Tiere auf beispielsweise giftköderradar.com oder giftwarnung.info ein. Dass es anders geht, als Internetseiten es langläufig empfehlen, beweist eindrucksvoll der Kanal Travelers Garden. Die beiden Siamesen, Otani und Yosora, folgen mit und ohne Leine auf Naturwanderungen. Sie lassen sich bei Gefahr hochheben und vieles mehr. Was man alles erreichen kann mit einem über 9 Jahre aufgebauten fundamentalen Vertrauen der Tiere, ist unbedingt sehenswert. Hier findet ihr auch alle Gassi-Gehen-Anleitungen im Detail, also unbedingt reinschauen. Und das war es schon wieder für heute. Wenn ihr noch Fragen, Tipps oder eine Geschichte zum Gassi-Gehen habt, dann schreibt doch bitte einen Kommentar. Und wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen hoch, teilt uns und schaut bei Travelers Garden rein. Im Rätsel vom letzten Mal suchte Maya das Schaltjahr. Wir haben uns wieder über die vielen Kommentare und euer Miträtseln gefreut. Mal sehen, wie ihr euch beim folgenden schlagt. Die reine Wahrheit ist mir Pflicht, ich schmeichle selbst den Frauen nicht, obgleich nach meinem Lob sie dürsten. Ich sag selbst den höchsten Fürsten, die Wahrheit kühn ins Angesicht. Wenn ihr das Rätsel herausbekommen habt, dann schreibt doch die Lösung bitte wie immer in die Kommentare, genauso wie Anregungen oder Videowünsche. Die könnt ihr uns auch mailen oder per WhatsApp schreiben. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach über Patreon. Der Link ist in der Beschreibung. Danke an alle Unterstützer. Wenn ihr nichts mehr von Maya und Mokka verpassen wollt, dann abonniert doch kostenlos unseren Kanal und gebt eurem Maya-Abo ein auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal.